Salz ist kein Gewürz. Es ist ein lebenswichtiger Baustein. Euer Gehirn, euer Herz und jede einzelne Zelle eures Körpers funktionieren nur, weil elektrische Impulse über Salz geleitet werden. Doch die entscheidende Frage ist, wie viel davon landet wirklich in eurem System? Die Weltgesundheitsorganisation warnt, mehr als 5 Gramm pro Tag, also ein einziger gestrichener Teelöffel, belasten eure Nieren und euer Herz. Aber genau hier liegt die Falle. In Deutschland ist Salz unser wichtigstes Transportmittel für Jod. Ohne dieses Spurenelement bekommt eure Schilddrüse massive Probleme. Wer also beim Salzregal nur nach der Optik kauft, spielt mit seinem Hormonhaushalt. Schaut euch den Preisunterschied an. Warum kostet die Packung ganz unten 29 Cent, während das Glas daneben für über 40 Euro über den Ladentisch geht? Chemisch gesehen ist beides fast identisch, doch die Industrie hat gelernt, aus einem einfachen Mineral ein Statussymbol zu machen. Auf der einen Seite steht das industrielle Massenprodukt, seelenlos, scharf im Geschmack und oft mit chemischen Rieselhilfen wie E535 versetzt, damit es niemals klumpt. Auf der anderen Seite lockt die Wellnessindustrie mit rosa Farben und Mythen von fernen Gebirgen. Was man euch dort als Heilmittel verkauft, ist oft nichts weiter als teurer Rost ohne das lebenswichtige Jod. Wir infiltrieren heute dominante Salzmarken und prüfen, ob ihr für Marketinglügen bezahlt oder eurer Gesundheit wirklich etwas Gutes tut. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Ich zeige euch einen einfachen 60-Sekunden-Test, den ihr sofort in eurer eigenen Küche nachmachen könnt. Er wird euch schockiert zeigen, ob euer Salz wirklich rein ist oder ob ihr eine trübe Chemiesuppe esst, ohne es zu wissen. Wer hier den Überblick verliert, zahlt am Ende doppelt. Mit seinem Geldbeutel und seiner Schilddrüse. Platz 10. Rosa Himalaya-Salz. Wir beginnen unsere investigative Reise mit dem wohl größten Marketingbetrug der modernen Zeit, dem rosa Himalaya-Salz. In fast jeder Küche steht heute eine Mühle mit diesen hübschen rosa Steinchen. Man verspricht euch spirituelle Reinheit, 84 wertvolle Mineralien und eine heilende Wirkung aus dem Hochgebirge. Doch die Wahrheit hinter der gläsernen Fassade ist ernüchternd. Wusstet ihr, dass dieses Salz den Mount Everest noch nie gesehen hat? Es stammt nicht vom Gipfel des Himalaya, sondern aus massiven Industrieminen in der sogenannten Salt Range in Pakistan, hunderte Kilometer vom eigentlichen Hochgebirge entfernt. Ein deutsches Gericht hat diese Bezeichnung bereits als irreführend eingestuft. Ihr bezahlt einen Premiumpreis für eine geografische Lüge. Warum ist das Salz eigentlich rosa? Viele glauben, das sei ein Zeichen besonderer Vitalität. Die chemische Realität ist simpler. Es ist Eisenoxid. Auf gut Deutsch, ihr bezahlt für Rost. Die angeblichen 84 Mineralien sind in so winzigen Spuren vorhanden, dass ihr kiloweise Salz essen müsstet, um davon zu profitieren, was euer Herz und eure Nieren sofort zerstören würde. Unabhängige Labortests finden in diesen Naturprodukten immer wieder Rückstände, die dort nicht hingehören, darunter sogar Blei. Während man euch Reinheit verkauft, erhaltet ihr ein ungereinigtes Industrieprodukt mit potenziellen Schwermetallen. Platz 9. Naturata Atlantic Meersalz. Auf dem 9. Platz begegnen euch einem Produkt, das besonders tückisch ist. Viele gesundheitsbewusste Menschen über 60 wissen, dass Deutschland ein Jodmangelgebiet ist und suchen nach einer natürlichen Lösung. Naturata bietet hier ein Meersalz an, dem jodhaltige Algen zugesetzt wurden. Das klingt auf dem Papier perfekt. Bioqualität und natürliches Jod für die Schilddrüse. Doch genau hier schnappt die Falle zu. Aktuelle Laboruntersuchungen von Ökotest Februar 2026 haben in diesem speziellen Salz Rückstände von anorganischem Arsen gefunden. Wie kommt das Gift ins Salz? Algen sind wie Schwämme. Sie saugen nicht nur das Jod aus dem Meer auf, sondern leider auch Schwermetalle und Giftstoffe. Anorganisches Arsen gilt als hochgradig krebserregend und kann bei langfristiger Aufnahme die Gefäße und das Nervensystem schädigen. Wenn ihr älter werdet, arbeitet eure Entgiftungszentrale, die Leber und die Nieren, nicht mehr so effizient wie mit 20. Jede zusätzliche Belastung durch Schwermetalle wie Arsen ist ein unnötiges Risiko. Während ihr glaubt, eure Schilddrüse mit natürlichem Jod zu unterstützen, führt ihr eurem Körper gleichzeitig ein Zellgift zu, das in Lebensmitteln eigentlich nichts zu suchen hat. Platz 8. Bad Reichenhall. Wir kommen zu einem echten Urgestein in deutschen Küchen, der gelben Dose von Bad Reichenhall. Generationen von Hausfrauen und Köchen
haben auf dieses Salz vertraut. Es ist das Symbol für Reinheit aus den Alpen. Doch wenn wir heute, im Jahr 2026, genau hinschauen, bekommt dieses Denkmal gewaltige Risse. Dreht die Dose einmal um und lest das Kleingedruckte. Dort findet ihr fast immer den Zusatzstoff E535. Das ist Natriumferrocyanid, eine chemische Rieselhilfe. Die Industrie mischt diesen Stoff unter, damit das Salz in der Dose niemals verklumpt und die Maschinen in der Abfüllanlage schneller laufen. Es dient also dem Profit der Konzerne, nicht eurer Gesundheit. Mediziner und unabhängige Tester wie Ökotest warnen, in höheren Mengen kann dieser Stoff die Nierenfunktion beeinträchtigen. Da unsere Nieren im Alter ganz natürlich an Filterleistung verlieren, solltet ihr sie nicht zusätzlich mit künstlichen Trennmitteln belasten. Warum ein potenzielles Nierengift essen, nur damit das Salz schöner rieselt? In großen Vergleichstests von Stiftung Warentest gab es für dieses Salz oft nur die Note ausreichend. Der Grund? Die Verpackung. Die gelbe Pappdose sieht zwar klassisch aus, aber sie schützt das Salz kaum vor Feuchtigkeit. Schlimmer noch, das Salz nimmt oft den Geruch und Geschmack der Pappe an. Ihr zahlt hier einen stolzen Markenpreis für ein Produkt, das geschmacklich und gesundheitlich massiv hinterherhinkt. Ja, es enthält Jod, Fluorid und Folsäure. Das klingt gesund. Aber diese Zusätze findet ihr heute in fast jedem günstigen Salz vom Discounter und das ohne den saftigen Preisaufschlag für den Markennamen. Platz 7. Gut und günstig. Auf Platz 7 begegnen euch die Riesen des Supermarkts. Ob bei Edeka, Rewe oder Kaufland, diese schlichten Pappkartons für 29 oder 39 Cent stehen ganz unten im Regal. Man nennt sie in Fachkreisen Geistsalze, weil sie zwar da sind, aber eigentlich keine eigene Identität haben. Dieses Salz wird durch massive Vakuumverdampfung gewonnen. Es ist chemisch gesehen extrem rein, fast zu rein. Es besteht zu fast 100% aus Natriumchlorid. Was nach Qualität klingt, ist in der Küche ein Problem. Es schmeckt stechend, scharf und fast schon aggressiv auf der Zunge. Warum ist das gefährlich? Weil dieses Salz keine feinen Geschmacksnuancen hat. Man neigt dazu, automatisch mehr zu salzen, um überhaupt Aroma zu bekommen. Und genau hier schnappt die Falle für euer Herz-Kreislauf-System zu. Ihr wisst alle, zu viel Salz treibt den Bluthochdruck in die Höhe. Wer dieses billige Industriesalz nutzt, schüttet oft unbewusst viel größere Mengen in den Kochtopf, als nötig wäre. Für eure Gefäße und euer Herz ist dieses tote Salz eine echte Belastungsprobe. Damit diese billigen Salze in der einfachen Pappverpackung nicht zu einem harten Klumpen werden, wird auch hier massiv mit der Rieselhilfe E535 gearbeitet. Wie ihr schon bei Bad Reichenhall gelernt habt, das ist Natriumferrocyanid, ein Stoff, der eure Nieren unnötig belastet. In diesen Billigprodukten ist die Konzentration oft am höchsten, damit die Produktion so günstig wie möglich bleibt. Ja, diese Salze sind meist mit Jod angereichert. Das ist ihre einzige Daseinsberechtigung für eure Gesundheit. Sie erfüllen die Pflichtaufgabe für eure Schilddrüse, aber sie tun es auf die billigste und chemischste Art und Weise, die möglich ist. Platz 6. Alnatura Meersalz. Auf Platz 6 finden wir ein Produkt, das viele für die perfekte Wahl halten. Alnatura Meersalz. Es ist ehrlich, es ist bio und, das ist der große Pluspunkt, es ist frei von Rieselhilfen wie E535. Hier esst ihr keine Chemie mit. Doch für Menschen über 60 versteckt sich hier eine gefährliche Falle. Dieses Salz enthält kein zugesetztes Jod. Da Deutschland ein massives Jodmangelgebiet ist, riskiert ihr bei ausschließlicher Nutzung schwere Probleme mit der Schilddrüse. Im Alter führt Jodmangel oft zu extremer Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Konzentrationsstörungen. Viele schieben das aufs Älterwerden, dabei fehlt dem Körper einfach nur der Treibstoff für die Hormone. Als Meersalz trägt es zudem das moderne Erbe unserer Zivilisation in sich: Mikroplastik. Da unsere Meere belastet sind, finden Forscher diese winzigen Partikel fast in jedem Meersalz. Wir wissen noch nicht genau, was diese Partikel in euren Gefäßen anrichten, aber gesund ist es sicher nicht. Platz 5. Chantecaille Lidl und Karat Netto. Wer sagt, dass Gesundheit teuer sein muss? Diese 29-Cent-Salze sind die pragmatischste Lösung im Regal. Sie liefern Jod und Fluorid punktgenau nach medizinischer Empfehlung, essentiell für eure Schilddrüse und Knochendichte im Alter.
Zwar steckt auch hier die Rieselhilfe E535 drin, aber sie schlagen das teure Markensalz in Sachen Preis-Leistung um Längen. Ein ehrlicher Arbeiter für den kleinen Geldbeutel. Platz 4. Saphir Meersalz Penny. Die Sensation im aktuellen 2026er Test, Note sehr gut. Während teure Luxusmeersalze oft mit Schadstoffen kämpfen, ist dieses Discountersalz laborrein. Es bietet euch die feine Struktur des Meeres, ohne euer Budget oder eure Gesundheit mit unnötigen Giften zu belasten. Ein echter Geheimtipp für clevere Rechner über 60. Bevor wir gleich zu unserem Platz 3 kommen, habe ich eine dringende Frage an euch. Esst ihr gerne ein Stück Käse zum Abendbrot? Vielleicht einen schönen, milden Gouda? Dann müsst ihr nach diesem Video unbedingt unser großes Gouda-Labor-Update ansehen. Wir haben die Supermärkte infiltriert und decken auf, welche Hersteller euch nur billiges Analogfett verkaufen und welche Marken wirklich noch traditionell reifen. Wenn ihr wissen wollt, welche Gouda-Marken die absoluten Testsieger sind und um welche Packungen ihr im Kühlregal einen riesigen Bogen machen müsst, ist dieses Video Pflicht für euren nächsten Einkauf. Gerade wenn ihr über 60 seid und auf eure Verdauung und Cholesterinwerte achtet, solltet ihr wissen, was die Industrie unter die gelbe Rinde mischt, um den Prozess künstlich abzukürzen. Ich verlinke euch den großen Gouda-Check am Ende dieses Beitrags. Bleibt jetzt aber unbedingt dran, denn jetzt kommen wir zur Top 3 und dem Salz, das euer Herz aufatmen lässt. Platz 3. Alnatura Meersalz mit Jod. Das ist die Goldmitte für eure Gesundheit. Warum? Weil hier keine Chemie, E535 erlaubt ist. Es klumpt vielleicht mal, aber dafür bleiben eure Nieren sauber. Es kombiniert reine Bioqualität mit dem lebenswichtigen Jod. Wer keine Lust auf Industriesalze hat, aber seine Schilddrüse schützen will, greift hier zu. Keine Kompromisse, pure Vorsorge. Platz 2. Saline Luisenhall. Vergesst modernes Meersalz. Während unsere Ozeane mit Mikroplastik kämpfen, zapft die Saline Luisenhall eine Quelle an, die seit 250 Millionen Jahren versiegelt ist. Diese Natursohle aus 450 Metern Tiefe ist garantiert frei von modernem Zivilisationsmüll. In der letzten Pfannensaline Europas wird das Salz noch traditionell ohne Chemie oder Rieselhilfen wie E535 gewonnen. Es ist mild, mineralisch und eine echte Entlastung für euren Körper. Eines der ehrlichsten Naturprodukte, die ihr in Deutschland kaufen könnt. Wenn euch diese Aufklärung hilft, schenkt uns ein Abo, einen Like und diesen neuen YouTube-Hype. Das ist die beste Art, unsere Arbeit direkt zu unterstützen. Ganz wichtig, teilt dieses Video sofort mit euren Liebsten, damit jeder diese Infos bekommt. Ein schlechtes Produkt nimmt euch nicht sofort das Leben, aber über die Jahre summieren sich diese Gifte zu den unterschiedlichsten Krankheiten. Schützt eure Gesundheit rechtzeitig. Wie versprochen, hier ist der Test, mit dem ihr sofort prüfen könnt, ob euer Salz zu Hause rein ist. Alles, was ihr braucht, ist ein Glas mit lauwarmem Wasser und einen Teelöffel eures Salzes. Gebt das Salz ins Wasser und rührt für etwa 30 Sekunden um. Wartet kurz ab. Ein wirklich reines Salz, wie unsere Top-Plätze, muss sich komplett auflösen. Das Wasser muss glasklar bleiben. Bleibt das Wasser trüb oder bilden sich am Boden graue, schleimige Rückstände? Dann habt ihr den Beweis. Das sind chemische Rieselhilfen wie E535 oder unsaubere Trennmittel. Wenn euer Wasser trüb ist, esst ihr jeden Tag Chemie mit, die eure Nieren unnötig belastet. Macht den Test heute Abend und schreibt mir das Ergebnis unbedingt in die Kommentare. Platz 1. Melden Sea Salt Flakes. Unser Sieger ist kein Marketing-Hype, sondern eine medizinische Sensation durch reine Physik. Diese handgeernteten, hauchdünnen Pyramidenflocken aus England sind der effektivste Weg, gesund zu genießen. Da die Flocken eine riesige Oberfläche haben, schmelzen sie sofort auf der Zunge. Das Ergebnis? Ihr schmeckt das Salz viel intensiver und braucht bis zu 30% weniger Menge für das gleiche Geschmackserlebnis. Das senkt aktiv euren Blutdruck und schont die Gefäße. Während Industriesalz mit der Rieselhilfe E535 vollgepumpt wird, ist Melden ein reines Naturprodukt. Keine Chemie, keine Trennmittel. Eure Nieren werden es euch im Alter danken. Kulinarische Medizin. Es brennt nicht scharf im Rachen wie Billigsalz, sondern schmeckt mild und mineralisch. Es ist das perfekte Finishing-Salz, das Genuss mit echter Herzvorsorge verbindet. Mein Rat? Spart beim Nudelwasser. Aber investiert hier in eure Gesundheit.
Es ist der einfachste Weg, im Alltag Salz zu sparen, ohne auf Lebensqualität zu verzichten. Wenn ihr jetzt wissen wollt, welche Gouda-Marken wirklich rein sind und wo die Industrie euch mit Plastikkäse täuscht, dann klickt jetzt hier auf diese Karte zum großen Gouda-Video. Wir sehen uns dort. Bleibt kritisch beim nächsten Einkauf, schont eure Gesundheit und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Marktanalysen mehr verpasst. Bleibt gesund und munter. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.